Hi, ich bin Julia und heute zeige ich dir, wie du mit Verkaufspsychologie die perfekte Getränke- und Speisekarte-Strategie entwickelst. Speisekarten kommunizieren weitaus mehr als nur ein kulinarisches Angebot und entsprechende Preise. Die Getränke- und Speisekarte ist das sogenannte Verkaufselement jedes Lokals. Egal ob einfacher Imbiss, Kleinrestaurant oder Sterne-Restaurant. Strategisch durchdachte und ansprechende Karten verkaufen sich besser. Die ausgezeichnete Gestaltung, Druck und Papierqualität entscheiden ebenfalls darüber, wie ein Lokal wahrgenommen wird und entscheiden darüber, was ein Gast bereit ist, für einen schönen Aufenthalt zu bezahlen. Und welche Tipps und Tricks dir helfen, deine Getränke- und Speisekarte aufzupeppen, zeigen wir dir jetzt. Worte sind mächtig, denn diese erzeugen Emotionen, einen Eindruck und Erwartungen in unserer Wahrnehmung. Es liegt auf der Hand, dass Gäste eher zu einem Produkt greifen, welches mit schönen Worten beschrieben wird und etwas Positives auslöst. Teure bzw. für den Gastronomen lukrative Gerichte und Getränke sollten daher immer ausführlich, emotional, ruhig und blumig beschrieben werden. Das führt meistens zu einer höheren Preisbereitschaft und besseren Absatzzahlen. Dazu ein Beispiel. Du hast eine Verabredung mit einer Person, die du für dich gewinnen möchtest. Ihr sitzt bei Kerzenschein und romantischer Musik in einem italienischen Restaurant eurer Wahl. Steigt deine Preisbereitschaft bei Beispieltext A oder B? Das erste Beispiel bezieht sich auf Speisen. A. Spaghetti mit Tomatensauce und Parmesan oder B. Frische italienische Spaghetti mit einer Soße aus sonnengereiften Tomaten aus San Giorgio Piacentino. Serviert mit einem nach Nüssen und Kräutern duftenden Parmigiano Reggiano Extra Stravacione aus der Region Emilia-Romagna. Und hier ein Beispiel für Getränke. A. Hauswein rot oder B. Ein Glas Rotwein Oreno 2018 IGT aus Tenuta Sette Ponti, herrlich und duftend nach roten Beeren, Lakritze, Rauch und Röstaromen mit einem samtig eleganten Geschmack. Vermutlich empfindest du die Beispieltexte B am ansprechendsten, richtig? Natürlich muss hier das richtige Maß gefunden werden. In einem Restaurant wirken derartige Beschreibungen sicherlich deplatziert. In der gehobenen Gastronomie hingegen können gute Texte echte Umsatzbringer sein. Man sagt immer gerne, wer weniger über das Geld nachdenkt, der ist bereit, mehr auszugeben. Erkenntnisse aus der Preispsychologie zeigen, dass Preise auf Konsumenten niedriger wirken, wenn diese ohne das Währungssystem angegeben werden. Also verzichte auf das Währungszeichen hinter deinen Preisen und weise lediglich deine Gäste in einer Fußnote darauf hin, in welcher Währung die Rechnung oder das Gericht zu zahlen ist. Wenn das Restaurant ein zu großes Angebot an unterschiedlichen Speisen in der Speisekarte anbietet, denken viele Besucher an Dosen- und Tiefkühlkost. Eine übersichtliche Karte hingegen suggeriert Frische und Professionalität. Versuche daher, von deiner Speisekarte eine überschaubare Auswahl an Gerichten anzubieten. Eine kleinere Auswahl hat außerdem noch einen positiven Aspekt. Sie verkürzt den Entscheidungsweg der Gäste und der Lebensmittelverschwendung wird entgegengewirkt. Aus Gründen der Zeitersparnis wählen die Gäste häufiger die ersten Positionen auf einer Speisekarte. Aus diesem Grund sollten die beliebtesten bzw. lukrativsten Produkte ganz am Anfang der Speisekarte positioniert werden. Auffällig dargestellte Produkte werden nachweislich häufiger bestellt. Eine größere Schrift, eine kluge Platzierung oder ein simpler Rahmen können dabei helfen, lukrative Produkte durch Hervorhebungen zu Umsatzbringer zu machen. Besondere Gerichte können zum Beispiel über separate Karten mit Tagesempfehlung oder Kartenstände auf dem Tisch präsentiert werden. Der Mensch ist ein soziales Wesen, das sich an dem Verhalten der Mehrheit orientiert und dessen Urteil vertraut. Dasselbe gilt für deine Gäste. Sie konsumieren gerne Gerichte, welche auch der Allgemeinheit gefallen. Dieser Effekt wird in der Psychologie als soziale Bewährtheit bezeichnet. Es ist nachvollziehbar, dass Gäste lieber Gerichte bestellen, die zuvor von anderen Personen positiv getestet und bewertet wurden. Typische Beispielsätze wären dafür: Erstens, die Weinkenner unter unseren Gästen bestellen gerne. Zweitens, Steakliebhaber lieben unsere. Drittens, die beliebtesten Speisen des Monats sind. Viertens, die 3 beliebtesten Gerichte unserer Gäste sind. Und fünftens, die meisten Vegetarier wählen. Wenn wir uns nicht physisch von Geld trennen müssen, sind wir bereit, mehr davon auszugeben. Plastikgeld in Form von Kreditkarten kann also nachweislich zu mehr Umsatz führen. Zudem zahlen viele Firmenkunden gerne mit der Karte. Für Gastronomen sollte es daher eine Überlegung wert sein, die Zahlung per Kredit- und EC-Karte anzubieten. Bevor die Kartenzahlung akzeptiert wird, ist es ratsam, ausdrücklich auf die akzeptierten digitalen Zahlungsmethoden hinzuweisen und deren Logos abzubilden. Und zwar nicht nur auf die Getränke- und Speisekarte, sondern überall im Sichtbereich des Gastes. Es gibt einige psychologische Kniffe, die dafür sorgen, dass die Getränke- und Speisekarten den Umsatz in deinem Restaurant zukünftig ankurbeln können.
Neben vertrauten und offensichtlichen Aspekten wie gute und übersichtliche Gestaltung, Papier, Druck, Veredelung und Weiterverarbeitung gibt es subtilere Methoden, die du in deinem nächsten Gastronomieprojekt einbringen kannst. Das waren unsere Tipps und Tricks dieser Woche. Möchtest du jetzt noch auf dem Laufenden bleiben zu Themen deiner Branche? Besuch unseren Blog auf dish.co. Über ein Feedback zu unserem Video freuen wir uns sehr, sei es ein Daumen hoch oder ein Kommentar darüber, wie dir das Video gefallen hat. Um keine weiteren Videos rund um Gastronomie und Digitalisierung zu verpassen, abonniere doch gerne unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal.